Ja, der Mangart ist zwar mit seinen 2679 Metern nicht der höchste Berg der Julischen Alpen, aber mit seiner Haifischzahnform schon ein beeindruckender Brocken. Ich hatte voriges Jahr schon den Kanin bestiegen. Hier sieht man das provisorische Gipfelkreuz, auch ein recht beeindruckender Berg in den Julischen Alpen. Aber diesmal wollte ich halt mir den Mangart vornehmen. Für viele ist alleine schon die Befahrung der einspurigen Mangardstraße ein kleines Abenteuer. Ja, vor allen Dingen dann, wenn man dann plötzlich vor dem Gegenverkehr steht und man dann 200 Meter rückwärts zurückfahren muss, weil dein Gegenüber sich außerstande sieht, die 10 Meter bis zur Ausweichstelle zurückzusetzen. Und gerade auch für ambitionierte Radsportler ist die Fahrt bis zum Mangart-Sattel natürlich eine richtige Herausforderung. Mein Tipp als Frühaufsteher ist, die Straße vor um 7 hochzufahren. Dann muss man auch keine Maut bezahlen. Auch wenn man jetzt nicht den Gipfel besteigen will, lohnt sich der Besuch des Sattels allemal. Schönes Wetter natürlich vorausgesetzt. Da es im Winter 2017 einen Erdrutsch gegeben hat, ist die Mangardstraße nicht bis zum Ende befahrbar. Man stellt das Auto etwas unten ab und läuft dann den Wanderweg bis zum Sattel, der an der Mangardbaude beginnt. Nach einer Stunde Aufstieg gab es dann die Frühstückspause am kleinen Mangard. Ja, es ist 7 Uhr morgens. Da unten kommen noch mehr Bekloppte, die um 4 aufstehen, um auf den Berg hochzugehen. Und ich sitze hier windgeschützt hinter so einem Stein. Die Aussicht ist Bombe, das Wetter ist auch super. Da ist die Sonne, die mich voll blendet. Und ich mache hier schön Frühstück. Kurz hinter meinem Frühstücksplatz zweigt auch schon die slowenische Klettersteigroute von dem normalen Weg zum Mangart ab. Man geht da nach rechts und quert da so eine Art Geröllfeld und steht dann vor dem recht spektakulär aussehenden Einstieg vom Klettersteig. So, dann wollen wir mal hochgehen hier. Zum Mangart. Naja. Das sieht von unten spektakulärer aus, als es hier eigentlich ist. Da war das auf dem Kanin. Da hat man sich wesentlich unsicherer gefühlt, muss ich mal sagen, wo man da auf dem Grat lang gehen musste. So. Ich werde mich trotzdem ein bisschen einklinken. Sicherheit geht vor. So. So.
Das ist hier die italienische Route und die slowenische gehe ich dann wieder runter. Schwierigkeit ist B. Also vorhin, die sind diese C+ gegangen. Das sah dann schon ziemlich schwindelerregend aus. Aber hier ist noch alles easy going. Also ich finde ja immer die Passagen, wo man nicht die Hände am Fels hat, finde ich immer wesentlich unsicherer. Ah, da geht's hoch. Ach, guck an. Hier an einer schwierigen Stelle gibt's kein Seil. Das haben die Schrottdiebe schon geklaut. So. Wo hier normaler Weg ist, dann klinke ich mich auch nicht ein. So. Oh, was geil. Was geiles Wetter heute. Ist das schön. Ich bin ja in meiner Jugend geklettert und deswegen finde ich die Stellen, wo man mit Händen am Fels und am Seil gesichert, wesentlich ungefährlicher als die Stellen, wo man da aufrecht an ungesicherten Hängen langläuft. Da denke ich mir immer, man muss nur auf einen losen Stein treten und wegrutschen und ab geht die Lucy. Also es mag sicherlich anderen anders gehen, aber ich empfinde das jedenfalls so. Und genau aus diesem Grund klinke ich mich auch nicht in jedes Seil ein, was da rumhängt. Und ich weiß auch, dass das kein richtig professionelles Klettersteigset ist, was ich da habe, sondern eben nur mein Klettergurt mit den 2 Seilschlingen und den beiden Expressen. Da weiß ich auch, dass das nicht die ideale Ausrüstung ist für den Klettersteig. Jeder sollte eben für seine Sicherheit selber verantwortlich sein und ich bin der Letzte, der eben die Leute dazu aufruft, ohne Helm, mit Turnschuhen und ohne irgendwelche Sicherungen Klettersteige in Angriff zu nehmen. Gerade wenn man vormittags aufsteigt, sollte man beachten, dass die Tour die ganze Zeit im Schatten verläuft jetzt und es da oben schon empfindlich kühl ist.
Ich war also mit langer Hose, Fleece-Pullover und Gore-Tex-Jacke trotz der körperlichen Anstrengungen für Juli nicht zu warm angezogen. Auf einer ungefähren Höhe von 2500 Metern quert man dann einige von diesen ewigen Schneefeldern und der Aufstieg ist ein bisschen flacher, deswegen habe ich auch schon meine Stöcke hier rausgeholt und man kommt dann zu so einer Art Nebengipfelplateau. Mit der Sonne, der blühenden Blumenwiese und der wunderbaren Aussicht ist das dort der ideale Ort, um eine Stärkungspause einzulegen beim Aufstieg. Nach der kleinen Pause durchsteigt man dann so eine Art Minischarte und dann dahinter wird dann der Aufstieg wieder richtig kletterig und steil. Die Markierungen des Weges sind super. Also der komplette Weg ist komplett ausmarkiert und beachten sollte man aber dabei, dass so ein Winkel hier zum Beispiel, das ist kein Pfeil, sondern das bedeutet immer, in dem Falle sollte man eben die Richtung wechseln und nach rechts abgehen. Das ist auf alle Fälle wichtig zu wissen, denn auf meinen ersten Ausflügen in die Berge hat mich das auch sehr verwirrt. Ja, diese schöne geräumige Terrasse hier, die muss ich dann auch gleich nutzen, um mir Pullover, lange Hose und Jacke auszuziehen. Denn mittlerweile lugt die Sonne über den Berg und es ist doch ganz schön warm geworden. Was auch noch unbedingt erwähnenswert ist und mit Sicherheit dem aufmerksamen Betrachter schon längst ins Auge gefallen ist, ist diese unwahrscheinliche Vielfalt an Hochgebirgspflanzen und Blumen, die da gerade Mitte Juli in voller Blüte stehen. Also ich denke gerade für Fotografen, die das Detail mögen, ist das eine wahre Fundgrube, da Aufnahmen machen zu können. Die gesicherten Kletterpassagen sind dann schon immer weniger geworden und je näher man den Gipfel rückt, desto flacher wird auch der Weg. Bald sieht man dann auch das Gipfelkreuz des Mangart und nach ein paar Schritten betritt man diese doch relativ große, runde Gipfelkuppe. Belohnt für den Aufstieg wird man mit einem grandiosen Blick auf die Julischen Alpen. Die Gipfel sind im Uhrzeigersinn Skelaccica, dann der Triglav, dann kommt der Canin und im Italienischen das Montasio-Massiv. In nördlicher Richtung blickt man auf die Berge von Österreich und da Richtung Hohen Tauern, wobei ein Mitwanderer da in diesem weißen, hellen Fleck den Großglockner erkannt haben will. Ja, die Richtung stimmt auf alle Fälle. Vielleicht können ein paar Experten, die das zufällig schauen und sich wirklich auskennen, in die Kommentare schreiben, ob das sein kann oder eben auch nicht. Obwohl ich auf dem Klettersteig fast gar keinen gesehen habe, war auf dem Gipfel natürlich ganz schön viel los, denn die meisten Wanderer besteigen den Mangart über die leichtere italienische Route. Diese nehme ich auch für meinen Abstieg und verlasse den Gipfel in östlicher Richtung, immer den Triglav vor Augen. Der Abstieg ist richtig geröllig und rutschig und ich bin wirklich froh, dass ich meine Wanderstöcke mitgenommen habe.
Der Triglav ist so ein bisschen das nationale Symbol der Slowenen und ist auch in Flagge und Wappen von Slowenien zu finden. Nach einem langen Abstieg auf der italienischen Seite, bei dem man den Mangart quasi halb umrundet, kommt man dann wieder auf den grünen Almwiesen des Mangartsattels an. Und ein Blick zurück zeigt mir, dass der Gipfel inzwischen komplett von Wolken eingehüllt ist und ich bin wie immer heilfroh, dass ich meinen Aufstieg so zeitig früh am Morgen begonnen habe. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zu meinem abgestellten Auto und damit geht eine wirklich sehr schöne Bergtour für mich zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen auch eine Menge Spaß. Ich möchte mich hiermit verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei einem weiteren Abenteuer hier auf diesem Kanal. Tschüss.